Heute geht es nicht um diese kleine Collage, sondern um ihren Rahmen. Den habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und mit selbstgemachter Kreidefarbe zu neuem Leben erweckt. Dieses etwas angestaubte Bild habe ich auf dem Flohmarkt für 1 € bekommen. Ganz wichtig, es ist ein Holzrahmen, den kann man gut anstreichen. Und den mache ich jetzt erstmal sauber, genauso wie die Rückseite, die ebenfalls gestrichen werden soll. Und dann stelle ich die Kreidefarbe her. Ich starte mit 30 Gramm Champagnerkreide. Das kann auch Schlemmkreide sein, aber ich habe Champagnerkreide sowieso im Atelier und sie ist für andere Dinge auch gut einsetzbar. Diese 30 Gramm Champagnerkreide werden jetzt mit 10 Gramm Wasser vermengt und verrührt. Und wenn das klumpenfrei verrührt ist, dann kommen 90 Gramm Acrylfarbe in Weiß hinzu. Zum Abschluss töne ich dann die Farbe ein ganz kleines bisschen und ganz vorsichtig mit Schwarz ab. Das heißt also eine kleine Menge Schwarz hinzu, durchrühren, anschauen, wie der Farbton aussieht und dann gegebenenfalls noch weiteres Schwarz hinzufügen, um den Farbton dunkler zu machen. Mit dieser Kreidefarbe kannst du direkt dann diesen Holzrahmen anstreichen. Du musst also nicht vorstreichen, diese Kreidefarbe hat eine sehr gute Haftung auf den Untergrund und sie wird am Ende ein ganz mattes, feines Finish haben. Falls dir die Farbe zu dick erscheint, dann kannst du natürlich noch gerne ein ganz kleines bisschen Wasser hinzugeben. Aber ansonsten ist diese Konsistenz ganz wunderbar, sie deckt schon beim ersten Mal sehr gut. Und sie wird auch im Farbauftrag sehr gleichmäßig sein. Und diese Kreidefarbe lässt sich auch hervorragend rollen, was sich natürlich bei dieser Rückseite sehr gut anbietet. Ich trage einfach ein bisschen Farbe mit dem Pinsel grob auf und nehme dann die Rolle zur Hand und rolle das Ganze zu einem gleichmäßigen Farbbild. Und da ich das Ganze noch ein zweites Mal streichen werde, wasche ich jetzt Pinsel und Rolle gar nicht erst aus, sondern lege sie in eine Tüte, binde diese Tüte zu und kann dann in 1–2 Stunden, wenn die Farbe getrocknet ist, gleich wieder neu starten. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke.
Und als die Farbe trocken war, habe ich diese kleine Collage aufgeklebt, die ich vorher schon angefertigt hatte. Und dieses Stück Wellpappe, dieses kleine dreieckige Stück, habe ich ebenfalls mit der Kreidefarbe angestrichen. Und darunter befindet sich ein Draht, der ist so ein bisschen gerollt zu einer Spirale und dadurch hat das einen schwebenden Charakter. Und die Rückseite und der Rahmen in der gleichen Farbe bringen diese Arbeit perfekt zur Geltung.